Tervehdys katsojat! Tällä kertaa vähän erilainen lentovideo. En ohjaa konetta itse, vaan olemme isän kanssa kyydissä maisemien katselulennolla Alpeilla. Kävimme isän kanssa matkapoikien järjestämällä Alppien postikorttimaisemat-nimisellä ryhmämatkalla toukokuun lopulla ja ohjelmaan sisältyy yksi vapaapäivä tai omatoimipäivä perjantai 22. toukokuuta. Kun etsiskelin meille tekemistä tuoksi päiväksi, huomasin, että Zellam C:ssä, jossa majoituimme matkan ajan, on oma pieni lentokenttä. Tarkemmin kenttää tutkiessani näin lentokentällä olevan Alpenflug-nimisen yrityksen, joka järjestää maisemankatselulentoja. Otin yhteyttä heihin ja kyselin, miten onnistuisi juuri tuona päivänä lento ja mitä sitten tapahtuu, jos keli on huono silloin. Sovittiin, että varattiin aika lennolle, mutta maksaisi lennon vasta sitten lentopäivänä, jos keli on riittävän hyvä lentämiseen. Varasimme tuon keskimmäisen lentovaihtoehdon Grand Alpine Flightin ja maksoimme 260 € yhteensä, eli 130 € per nuppi. Lennollamme oli mukana toinenkin pilotti, ilmeisesti varsinainen pilottimme samalla koulutti tai tutustutti häntä tälle reitille. Keli oli ollut kovin pilvinen ja sateinen edellisinä päivinä, mutta juuri sopivasti tälle lentopäivällemme sattui todella hyvä keli. Pidemmittä höpinöitä mennäänpä sitten itse lennon pariin. Tässä videolla puhutaan 3 eri kieltä, mutta koitan saada aikaan tekstitykset suomeksi ja englanniksi ennen videon julkaisua. Teen toki myös koko matkastamme videosarjan, mutta ajattelin julkaista ensin tämän lentovideon. Kiva kun katselet videotani. We got this Cessna on the left side. Yep. Do we use the 07 runway? Is it 07? Exactly, No, 25 and 07. Yeah. And will we be landing beside those houses? Yes. Yeah. Because I was thinking if I could ride on the right side, I might get a good look at those houses. Yeah. Should I take a picture from you and the aircraft? Yeah. Yeah. Do you have a mobile phone here or should I take it with mine? Yeah, I have a mobile phone. Yes. Kuvaaks tää? Mä kuvaan kuvain. Niin. Nyt sä kuvaat olkapäätä. Nyt mä kuvaan taas olkapäätä. Perfect. So, then we can step in. Yeah. You want to sit on the right side? Yeah. Because we fly... No, we come from this side. So we don't fly by side to side. That's too bad. Onko se parempi puoli? En mä tiedä. Which side would you recommend then? One can go in here and one can go to the other side. Yeah. I take the... where do we put the backpack? Is there a place for a backpack so we don't have to put it in the cockpit? I will put it from the other side. Okay. Joo, jos sä menet sille toiselle puolelle, niin mä menen tälle puolelle. Siis Sami jää tälle. Niin. Se oli vähän niinku se ajatus. Kuinka päin? Mene sä tonne puolelle. Mä menen sinne. Okei. Or maybe you can. Yeah, and this way. Let's see that I don't hit my head. I have sat on the front in a Cessna, but never in the back. But it feels like VIP in here. Yeah. Testing. Hallo? Ja. All good? Yes, Perfekt. Ja. Hör dich auch. Da ist die Handbremse, gell? Ja. Da ist da gerade einmal mit die Füße reindrücken und dann rausziehen. Ein bisschen vor.
Dann haben wir da unser Alarm, Price to Accept, und da gehen wir auf Traffic. Der Transponder ist an, passt. Dann gehen wir einmal die Flaps durch. Und starten wir dann mit Flaps 10. Da sehen wir jetzt schon, Öldruck ist ein bisschen zu hoch. Ja. Öltemperatur, da warte ich ungefähr, bis es Mitte weißes Strichl ist und Mitte grünes Strichl, und dann mache ich einen Engine Run up. Cell Radio, Oscar Kilo Alpha Foxtrot, servus. Oscar Alpha Fox, ja, Simon. Oscar Alpha Fox, bitte Abfluginformation. Die Piste 07 QNH 1029. 071029, Oscar Alpha Fox. Da kannst du auch noch einstellen. Ja. So, let's go! Okay, great. Oscar Charlie Golf, EQ 5300 Fuß. Cell Radio. I'll open the window on my side if you don't mind. Yep. So now we are making a quick engine run up. Da gehen wir dann auf 1800 RPM. Also ich sehe, da sind wir schön in der Mitte. Ja. Da nochmal links. Das. Auf. Right. Pass. Auf. Das war jetzt noch Carburetor Heat, den kann man auch nicht sehen, aber meint, passt sehr gut. Brauchen wir eh nicht. Dann gehen wir wieder raus. Und den Drop zeige ich jetzt nur beim ersten Mal dreimal. Cell Radio, Delta Oscar November, servus. Delta Golf Delta Oscar November, Cell Radio, servus. Ja, eine DA42 von Trento. Wir sind gerade vom Groß Venediger im Absteigen Richtung Whisky. Ich habe gehört, die 07-Betrieb und 1029. Delta Oscar November, alles korrekt. Ja, wir gehen jetzt so mit 700 Fuß, so 800 Fuß runter und nähern uns dann Whisky und da melde ich mich dann wieder, ne? Jawohl, kein Stress. Da warten wir jetzt gerade noch, bis alles in green ist. Ja, ja. Oscar Charlie Golf, Gegenanflug 07. Cell Radio. Oscar Fox, roll halt 07, Abflug bereit. Oscar Fox, eigene SMS in Piste 07. Eigenes 07, Oscar Fox. So, und dann schauen wir. Right side is clear. Schaut frei aus. Mixture full, drop full, takeoff, open, 10. Und wir nehmen jeden Meter von der Piste mit. Gell? Also da kannst du ruhig ins Gemüse rausfahren ein bisschen. Oscar Charlie Golf, Queranflug 07. Oscar Charlie Golf, eigene SMS in Piste 07. Schauen, dass die Räder gerade stehen. Eigenes 07, Oscar Charlie Golf. Takeoff, open, 10. Und los geht's. Ready? Ready. Yes, we are ready. Engine is green. Speed is alive. Okay, klick, danke. Schönen Flug. 40.
Vortex. Delta Kilo Bravo Romeo Zulu am Segelflugstart wäre dann nach der Landung in Charlie Golf anflugbereit. Delta Kilo Bravo Romeo Zulu, Start eigenes Vermessen nach der landenden Maschine QNH 1029. Dann gehen wir gleich aus aus dem roten Bereich. Nach der landenden Maschine. This looks scary when we are flying towards the mountain. We are still far away. So, sind schön, 2370 passt. Speed passt da. Dann können wir schon Flaps up. Und dahin geht's. Da haben wir einen Electrical Trim. Ja. Den kannst du ein- und ausschalten. Auf dem ja. Radio. Ja. Ah, ja gut. Now you're directly overhead the Lenker zu lancieren. Also okay, dann schauen, dass der mit ist. Eigenes Vermessen 07. Passt. Und da, wenn nichts los Charlie ist, Golf Flugplan ist durch. dass Super, niemand danke, kommt, Oscar Charlie Golf. dann steige ich meistens durch. On the left side you can see now Telamsey City. Ja. Und dann machen wir mal einen Check. Flaps sein ab, den lassen wir stehen. Der ist draußen, den lassen wir auch stehen. Oil Pressure passt, Oil Temperature passt. Taxi-Light lassen wir auch. Das heißt, du nimmst nicht die Landing Lights und das Taxi Light bleibt den ganzen Flug an. Genau. Wie ist es bei der Katze? Der hat gar kein Taxi-Light. Okay. Da bleiben dann nur die Beacons an. Und was jetzt immer das andere Licht hat. Da müssen wir nicht mehr achten. Bei mir queren jetzt da eigentlich die Piste, Ja. den Ausflug oder den Einflugsektor. Bei mir jetzt Segel vielleicht das 04, komme ich auf die 07 zu lang. VY wäre bei 80 Knoten. Was kein Kinder verstanden? And in front of us on the right side you can see Saalfelden, the city. Yeah. And behind the city you can see the Steinerne Meer. Yeah, okay. And we are going here to the left, direction Saalbach and Hinterglen. Yeah. Und im Winter ist es immer schön ausgegangen, dass ich auf der Talseite bleibe und dann gleich direkt Aue fliege. Jetzt im Sommer und mit schwerer Belohnung. Ja. Schau, dass ich auf die rechte Ja. Seite komme. Weil ich drehe meistens also bei 5500 ein und über die Schmidt braucht man 6000. Aber da hilft uns jetzt die Thermik ein bisschen mit, Ja. dann passt es. Everything fine? Yeah. Perfect. We are just admiring the views. Und über der Schmidt, da müssen wir dann im Sommer aufpassen wegen der Paragleitung. Ja. Aber die meisten haben mehr schon einen Transponder drauf, den sieht man da.
We are going now to the left, Yeah. and then we fly overhead the Schmidt Mountain. Okay. Ja, einfach sachte auslenken, dass wir nicht zu viel an Aerodynamik verlieren. An Steigleistung. Radio aus. So. Das ist schön, was da los ist. Aber ich hab noch Voransicht, da haben wir noch Segel. Dann fahre ich gleich noch. Ja, also scheiß Zeit, wenn die Berge so weiß sind, siehst du auch die Segelflieger so schlecht, oder warten alle Flieger. Ah, da ist auch noch ein Segelflieger. Ich sag mal, halt Klima 1 rollen. Ja, natürlich. Ja, da hinten in der Bahn. Oscar November, 4 Meilen. Noch ein Segelflieger da oben. Ist da unsere Novemberlandung, eigene SMS von Piste 07, leichter Wind von vorne links. Also SMS 07. So, dann können wir da schon zurückgehen. Auf 23. Ja. Und dann sind schon IGT. Ein bisschen voll. Da gehen wir jetzt auch zurück. Ordentlich. Alles mit kühl machen, gehen nicht Ja. über Vollgas, sondern dann einmal wieder campen lassen langsam. Genau, da sind wir jetzt ungefähr auf 13 Gallonen und bleiben. Und da könntest du dann eben jetzt noch spielen, wenn du bei dem Radl weitergehst beim Großen. Ja. Dann kannst du auf Monitor-Mode, dann beim Kleinen einmal weiter. Was geht Dann der sind wir Lima beim Papa, Lina-System-Mode. Abflugbereit, Rollhalt Lima 1 bis der 07. Und da kannst du jetzt ein bisschen in leanen. der Position Der hat Kontakt, sagt dann, was du leanen sollst. Aber Alte Position, was geht der Lima Papa. ja, bleib ungefähr da und dann sind wir gut. And here on the right side, the mountain with the snow cap on it. This is the Groß Venediger, it's the second highest mountain in here. Ah, okay. Yeah, it's looking really good already. Ist das da hinter der Glocken? Das ist immer so schwer zu sagen. von Genau, unten. das ist der Ja. Glockner. Hard to decide which way to look. Oscar Lima Papa, Starteigene SMS von Piste 07, leichter Wind von vorne, Flugplan ist aktiviert.
danke fürs Aktivieren des Flugplanes und Start eigenes 07 Wind von vorne, danke, Oscar Delta Lima Papa. Oscar November macht ein Backtrack, bitte aber gleich von der Bahn. Bitte bei Lima 4 raus, wenn es geht. Ja, dann nehme ich die Lima 4, kein Problem. Und ihr macht mir den Flugplan zu, ist das richtig? Ist schon erledigt. Ja, danke schön. Da müssen wir auch aufpassen ein bisschen, weil da haben wir jetzt keinen Windanzeige in den Tal rein. Da müssen wir ein bisschen nach der Railway Spitzwebcam gehen und ein bisschen nach den Wolken. Delta Oscar November, ihr fliegt heute wieder weg, oder? Ja, am Nachmittag gehen wir dann wieder raus. Ja, passt, dann rollst mal bis zum Turm vor, ich sag dir dann die Parkposition. Ja. Da sehen wir so ein paar leichte Schleierwolken. Wir sagen zwar windiges Wetter, aber ich sage, wir haben 8 km/h Wind, weil die Railway Spitze kommt, deswegen sollte das schon gehen. Da sind wir jetzt erst auf 8000, nach 20 Minuten darf man jetzt ausleveln und dann mal und wir steigen weiter auf 10.000. And here on the right side, this is the Kitzstein Horn. Yeah. You can also see the slopes. Yeah. And did you say we are at 10,000? Exactly, we are around the 10,000. Yeah, okay. Delta Oscar November, der Kollege beim Turm zeigt dir die Parkposition. Ja, ich sehe. Dankeschön. And directly below us are the water reservoirs of Kaprun. We are flying now to the end approximately of this valley. And Yeah. then we are making a left turn and fly out again. Yeah, okay. Also ich sehe beim Öldruck jetzt zwischen Rot und Grün. Und da wir jetzt da hinten ein bisschen mehr Zeit verplempert haben wir ein bisschen ausholen haben müssen, führt sie da jetzt ein bisschen ab. So, Wo bist du weitergeflogen, bevor wir nach Süden abgebogen sind? ja genau, aber ein Schweden, bisschen wenn wir jetzt zu dritt sind, oder? Genau. Now we are making a left turn. Ja. Ja, aufpassen, dass wir nicht unter die Speed kommen. Ja. So unter 80, dass wir schön weiterkommen. Steigleistung dabei ein bisschen holen. And here on the left side, in the very far back, these pointy mountains, this is the Wilde Kaiser of the Rhone. Yeah. And here on the right side, in the very far back, this is the Dachstein mountain. Okay. Woher bist du dann aus Tirol? Holztal. Im Oberland. Da So eine Stadt, die man kennt. Imst.
Ach so, so weit. Ja. Delta Mike Whisky November Oscar. Da pendelst du jeden Der Tag. Mike Whisky November Oscar, Radio, servus. Servus, Rollinfo, es geht zurück. Der November Oscar, Betriebspiste 07 QNH 1029. Also Ganz 029 zur 0. Top Temperature ist bei 2 Grad, also das heißt, das kann schon Carburetor frei da sein. Aber solange jetzt nicht drastisch die Manifold abbricht, Ja. dann haben wir aber noch keine Verweise. Dann ist noch Vollgas haben, Genau. ganz offen ist. Da können wir auch ruhig die Wolke mitnehmen. Das macht da gar kein Thema. Flugplatz, hallo, die Sierra 5 Delta Victor Victor. Sierra 5 Delta Victor Victor, zum Radio, servus. Ja, 5 Delta Victor Victor, der Cessna 172 von Günzburg. Aber ja, 10.000 Feet, das ist auch Final Altitude. Ambitioniert 07, Level up. 129. Dann da schon ein bisschen zurückgehen Sierra Victor Victor, alles und korrekt. gleichzeitig die Cowflaps schließen. Radio, Delta Kilo Hotel Sierra Tango, servus. Servus. Delta Kilo Hotel Sierra Tango, zum Radio, servus. Noch 22, Hotel Sierra Tango, 20, 30 stehen, aber ein bisschen mehr, ein bisschen schneller sein müssen. Und dann gehen wir mit Richie auch gleich zurück. Ja, Delta Sierra Tango, eigenes Ermessen, Piste 07 aus Nummer 2 QNH 1029. 029 Nummer 2 auf der Piste 07, Delta Sierra Tango. November Oscar, flugbereit. Delta November Oscar, eigenes Ermessen, Piste 07, leichter Wind von vorne links. November Oscar. Ausgehend Delta Lima Papa, Position Whisky, verlassen uns eine Plattform, eine Frequenz, servus. Schönen Dank, für euch. Da müssen wir jetzt eben aufpassen. Eigenes Ermessen. Vier 40, 4 noch, 14 noch, 19 noch, sollten wir lang. Haben wir noch 16 Minuten. Delta Victor Victor, November 4500. Das Radio. And in front of us, the last mountain, you can see this is the Großglockner already. And we are flying to the left in a few seconds overhead the Großglockner High Alpine Street. You can already see the street on the left side. Lake 4000. Yeah, that would be Danke dir. Eine Maschine habe ich jetzt im
Gegenanflug zu Infos. Und da sind immer so die Zonen. Da wird es immer ein bisschen bumpy. Aber du bist da wahrscheinlich eher schon drüber geflogen. Ja, der Victor Gegenanflug 07. And in a few seconds we can perfectly see the Großglockner and the Pastelze, the biggest glacier in Austria and the highest mountain. And we will fly straight ahead for a few seconds and then we make a left turn. Paksun päälle. War auch schon schöner, die Passterze. Das haben wir letzte Woche schon gedacht, oder vor 2 Wochen, wo ich auch lang geflogen bin, das ist ja kaum mehr. Ja, das ist brutal. Das ist ja drastisch zurückgegangen, gell? Ja. Autoja pari. Joo, älä kuvaa sitä tolppaa kuvaa. Dann können wir schon langsam anfangen zu sinken. Und mit der Manifold einmal 19. Radio Delta Mike Papa Bravo Foxtrot, servus. Delta Mike Papa Bravo Fox, im Radio, servus.
Bitte mein Papa auf Foxtrot an den Tango Lima 3000 mit Flugplan von Echo Delta mal Kilo, 5 Minuten westlich vom Platz zur Landung, Piste 07. Delta Bravo Fox, Piste 07, korrekt, QNH 1029. 1029, danke. Radio Servus Alpine Heli 6, Start, Stützpunkt Richtung Echo. Alpine Heli 6, ein Hubschrauber im Innenflug auf die 07 und der Segelflug schlägt bis gerade über Sierra in 4300 Fuß. Jawohl, ich fahre mal um und warte den Hubschrauber ab. Alpine Heli 6. Die Delta in der Serie im kurzen Anteil, aber du kannst ruhig ausstarten, ja, kein Problem, die bremse ein bisschen lauter. Jawohl, passt, danke. Landshut Radio Delta Mike Hotel India Sierra. Delta Mike Hotel India Sierra zum Radio. Delta Mike Hotel India Sierra, Position Vorfeld, es geht zurück nach Landshut EDML. Ja, bitte Rollinformation. Delta India Sierra, Betriebspiste 07, QNH 1029. QNH 1029, Piste 07, nächste Meldung, Abflugbereit, Rollhaltpiste 07. Bitte war Foxtrot Whisky 4200 Fuß. Radio. Ausgleich Hotel November 3700, servus. Schönen Tag noch, grüß euch. Jetzt haben wir von der Zeit ein bisschen knapp dran, gell? Ja, da steht da unten. Ja, Deutlich unter uns. Das heißt, ich fliege jetzt nicht so weit aus, sondern Ja. bis auf Whisky und dann erstmal ein bisschen einen steileren Approach machen. Das sind Non-Smoking Flights, oder? No smoking. So, jetzt haben wir relativ schnell an dem Rearing Speed Radio, die Delta Echo Quebec Lima Alpha, hallo. Delta Echo Quebec Lima Alpha zum Radio, servus, die Piste 07, QNH 1029. So, now we are making a sharp right turn. 1029, danke. Hat frei uns. Delta Mike Hotel India Sierra, Abflugbereit, Rollhaltpiste 07. Delta India Sierra, eigenes Ermessen, Piste 07. India Sierra, rollt auf die Bahn. Ausgang von Fox, Whisky 5000 zur Landung dorthin. Till Radio. So. Dann haben wir ungefähr 120, dann machen wir noch Flaps 10. Und jetzt sind wir relativ langsam unterwegs, das heißt wir machen die Cowling Flaps wieder auf. Jetzt schon wir ein bisschen nach. Der Bravo Fox, eigenes Ermessen, Piste 07, Wien von vorne links mit 5 Knoten. Delta Bravo Foxtrot. Dann schauen wir, dass wir die Höhe unterbauen.
Right arc. Check flaps 25. Set. Und flaps full. Das war Foxtrot im kurzen Endanflug bis 07. Und dann können wir schon Mixture Oscar full. Foxtrot, eigenes Ermessen Nummer 2. Eigenes 07 Nummer 2, Oscar Fox. Dann schauen wir, dass wir neu bringen. Ja. Dann haben wir eigentlich die ganze Road Checklist auch schon gemacht. Ja. Flaps full, Mixture full, Prop full. Wie war das? Eine Turme soll mal 3250 oder so sein? Genau, ja, 3200. Und wenn wir im Fluss kreuzen, auf 3000 circa. Das kannst du dann alles noch Gefühl machen. Radio, die Oscar Hotel bei India. Kommt dann als Nummer 3 und hat die Nummer 2 in Sicht. Oscar India Nummer 1 ist bereits am Boden, du bist die Nummer 2, das passt. Ah, Nummer 2 ist vor mir. Ich bin dahinter, kurz vorm Umspannwerk. Das war Foxtrot, wir rollen dann zur Tankstelle. Radio, die Oscar X-Ray Hotel India, servus. Oscar X-Ray Hotel India zum Radio, servus. Die Hotel India ist Kapron in der 4000 steigend bis an Richtung Rundstau-Migration. Oscar Hotel India, QNH 1029. 1029, habt ihr jetzt mehrere Segelflieger im Süden, weißt du was, oder? Na, momentan ist nichts über Sierra. Okay, danke. Stay Flugplatz Oscar Expo Delta Hotel Express. Letzte Meldung war noch unverständlich, bitte in 1 bis 2 Minuten nochmal. Delta Bravo Fox, der Flugplan ist zu. Es kann nur sein, dass es eine kurze Verzögerung gibt beim Tanken. Da wird gerade was gewartet schnell. Entweder du fährst jetzt hin zur Tankstelle oder danach erst. Ja, dann gehen wir erstmal Kaffee trinken, tanken danach. Schön, wenn wir da die Flaps full haben, Danke. dann bremst so schön ab, gell? Da braucht Delta Mike Hotel in der Sierra über November. Bis zum nächsten Mal. Servus. Schönen Tag, servus. Also der hat so vibriert, das ist ganz normal. Ja. Ich weiß nicht, was da ist. Dann haben wir auch schon Mixture Downlink. Wo ist der Alpin-Heli auf dem Weg? Der ist gerade Richtung Eko ausgeflogen, den habe ich nicht mehr am Schirm. Okay, was? Danke. Perfekt. Back again. Hast du eh gesehen, jetzt haben wir vollen Seitenwind gehabt. Ja. Mit, keine Ahnung, was waren es, 5, 6, 7 Knoten. Aber hat sich schön landen lassen. Ja. Landing Light off. Und dann Die Delta Echo Quebec Lima Alpha am Roll halt und 7 Abflug bereit. Delta Lima Alpha, Start, eigenes Ermessen, Piste 07, leichter Wind von vorne links. all good, guys? Delta Lima Alpha startet nach eigenem Ermessen und rollt auf die Bahn und startet.
Nummer 1 würde man uns normal, oder wie ist das? Jawohl. 1 und 2 gehören normal uns, aber Lienee syytä tähän loppuun mainita, että tämä sama kone joutui lentoonnettomuuteen heti seuraavana päivänä tämän meidän lentomme jälkeen, todennäköisesti samanlaisella maisemalennolla. Kone törmäsi varjoliitäjään Smittenhöhevuoren lähellä, sillä kohtaa, jossa olimme noin 18 minuutin kohdalla tässä videossa. Onneksi kaikki selvisivät törmäyksestä säikähdyksellä ja pienillä kolhuilla. Varjoliitäjä laskeutui turvallisesti varavarjolla ja konekin pääsi takaisin kentälle ja laskeutui turvallisesti, vaikka varjon palasia oli takertunut koneen siipeen.